Aufsteiger an der Börse in der Corona-Pandemie war ja der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech. Aber auch hier inzwischen große Ernüchterung. Das zeigt auch die Halbjahresbilanz heute. BioNTech hat in den letzten 6 Monaten nämlich mehr als 800 Millionen Euro Verlust gemacht. Damit fällt auch für die Stadt Mainz, dem Hauptsitz von BioNTech, eine riesige Finanzspritze weg. Was das mit der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz macht, dazu Christian Kretschmer. Der BioNTech-Boom ist vorbei. Die Goldgrube in Mainz wieder nur eine Adresse. In der Corona-Pandemie bescherte BioNTech der Mainzer Stadtkasse noch Einnahmen in Milliardenhöhe durch die Gewerbesteuer. Die Stadt hat damit ihre Schulden getilgt. Mittlerweile ist der kommunale Haushalt aber wieder im Keller. Minus 90 Millionen allein in diesem Jahr. Ich glaube, wir sind an der einen oder anderen Stelle, müssen wir eben eine realistischere Planung haben. Das heißt, was kriegen wir wirklich in dem einen Haushaltsjahr umgesetzt und nicht, was wünschen wir uns in dem einen Haushaltsjahr umzusetzen. Jedes Projekt stehe auf dem Prüfstand, heißt es von der Verwaltung. Fragezeichen hinter dem Straßenbahnausbau oder einer neuen Sporthalle. Auch bei der Kultur droht der Rotstift. Die Kulturbäckerei, ein Verein, der Kunstprojekte, Lesungen, Konzerte organisiert. In 2 Jahren soll das hier passieren, in einem neuen Kulturhaus. Die Stadt hat dem Verein eine Förderung für die Miete zugesagt, aber die Sorgen wachsen wegen des Haushaltslochs. Erstmal sind wir natürlich sehr aufgeschreckt, als wir die Artikel in der Zeitung gelesen haben. Und das hat uns erstmal wie die Alarmglocken schrillen lassen. Aber gleichzeitig haben wir das Vertrauen darin, dass in der Demokratie das, was beschlossen ist, auch zählt. Doch die städtischen Ausgaben nehmen zu und zu wenig Geld kommt rein. Nicht nur in Mainz ist das ein Problem. Den deutschen Kommunen droht ein Rekorddefizit. Wir hatten im Jahr 2023 bereits ein Defizit von 6,8 Milliarden zu verzeichnen, rechnen für das Jahr 2024 jetzt mit über 13 Milliarden Euro und rechnen insgesamt im Zeitraum bis 2027 mit über 40 Milliarden Euro Defizite der kommunalen Haushalte. Städte sind vom Erfolg von Unternehmen und der Gewerbesteuer abhängig. Wie lässt sich das ändern? Fachleute sagen, eine einfache Lösung gibt es nicht. Eine könnte sein, die Bundesländer gleichen die Verluste aus. Das könnte man machen, indem man entweder zusätzliche Zuschüsse oder Förderprogramme an die Kommunen gibt, mit dem Nachteil, dass die Kommunen dann eben sehr stark abhängig sind von den Ländern, was auch nicht optimal ist. Der Stadt Mainz bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Steuern für Unternehmen zu erhöhen, ohne Investoren zu verschrecken. Und zu hoffen auf weitere Biotechnologieerfolge und eine Rückkehr der goldenen Zeiten.